Eine Zeit lang mag man diesen neuen Startup-Konkurrenten noch belächeln. So viele Fehler, so schlechte Qualität. Und plötzlich ein Tempo, ein Preis, bei dem man nicht mehr mithalten kann. Etablierte Unternehmen tun gut daran, aber manche tun sich auch schwer damit, Antworten auf die neuen Herausforderungen der Digitalisierung zu finden. Helfen dabei wollen Digitalagenturen. Was aber können sie, wozu Unternehmen nicht selbst in der Lage sind? Was bringt das Know-how von Externen beim kulturellen Wandel? Darüber wollen wir reden mit dem Geschäftsführer von Valtech Deutschland. Mein Name ist Ralf Czepanski, willkommen bei The Business Debate. Uwe Thüben, ist Tradition und Digitalisierung ein Widerspruch? Herr Czepanski, das könnte man auf den ersten Blick annehmen, das glauben wir aber nicht. Wir arbeiten mit vielen Unternehmen zusammen, vom Mittelständler bis zum internationalen Großkonzern und stellen da allerdings fest, die Herausforderungen sind immer sehr ähnlich. Etablierte Unternehmen bringen immer gewachsene Strukturen mit und gewachsene Strukturen können natürlich dynamisches und agiles Arbeiten erschweren. Da muss man sagen, haben es die Startups natürlich leichter, denn die sind auf der grünen Wiese gegründet und haben keine gewachsenen Strukturen und stellen deshalb natürlich grundsätzlich eine Bedrohung dar für etablierte Geschäftsmodelle. Nichtsdestotrotz stellen wir auch fest, deutsche Unternehmen haben immer eine enorme Innovationskraft bewiesen, wenn das Commitment und der Wille da sind. Und beim Thema Digitalisierung ist das zweifelsohne der Fall. Das Thema ist angekommen, die Unternehmen nehmen das sehr ernst und die meisten von ihnen haben eigene Digital Units aufgebaut oder sind dabei, das zu tun. Aber wenn das so ist, und ich nehme mal an, diese Digital Units sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen, wofür brauche ich sie? Ja, da haben Sie völlig recht, die sind überhaupt nicht auf den Kopf gefallen. Aber auch da stellen wir fest, es gibt in der Regel zwei Konfliktfelder. Das eine ist organisatorische und das andere kultureller Natur. Unser Firmenmotto ist Transform by Doing und das zahlt eigentlich auf beides ein. Denn für den Kunden heißt das Hilfe zur Selbsthilfe. In erster Linie wollen wir erstmal erfolgreich Digitalprojekte umsetzen mit unseren Kunden, aber das ist nur der erste Schritt. Am langen Ende geht es uns dann darum, dem Kunden zu helfen, eine eigene digitale DNA aufzubauen. Transform by Doing spiegelt beides wider. Das Doing steht für eine echte partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wann immer das möglich ist, bauen wir gemeinschaftlich, gemeinsam aufgesetzte Projektteams. Und Transform steht für den Wandel, für den kulturellen Wandel hin zu agilen Prozessen und Werten. Das ist allerdings ein langwieriger Prozess, der in der Regel aus 2 Phasen besteht. Gehen wir diese 2 Phasen mal durch. Was genau passiert denn aus Ihrer Sicht in Phase 1? Phase 1, da geht es erstmal darum, bestehende Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Dann denkt man immer gleich an Internetanwendungen, ist auch richtig. Allerdings geht es eben mitnichten nur um das sichtbare Frontend, also die Schnittstelle zum Endkunden, sondern es geht auch sehr, sehr viel um tiefschürfende technologische Veränderungen in der technischen Infrastruktur. Kann man sich wie ein Eisberg vorstellen, der sichtbare Teil über Wasser, das ist das Frontend, die Endkundenschnittstelle. Die Komplexität liegt unter Wasser, das sind die schwierigen Systemintegrationen zwischen alten und neuen Systemen, die teilweise erst aufgebaut werden müssen. Und da muss man sagen, ist es mitunter auch nicht ausreichend, Digitalagentur allein zu sein, denn es erfordert viel IT-Beratung. Nun ist Valtech 25 Jahre alt und 1993 als IT-Beratung gegründet worden. Das heißt, wir haben uns sukzessive zur Digitalagentur weiterentwickelt und können unseren Kunden in beiden Bereichen helfen und sie unterstützen. Und wie geht es dann weiter mit Phase 2? In Phase 2 wird es dann richtig spannend, denn auf der Basis der dann erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten geht es dann um die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Und das kann man sich leicht vorstellen, ist die viel komplexere Aufgabe, die auch eine viel größere Erwartung und größere Anforderungen stellt an strategisches Denken und konzeptionelles Denken. Wir lieben diese Aufgaben, das sind für uns die spannendsten zusammen mit unseren Kunden. Die Automobilindustrie ist ein gutes Beispiel dafür, denn sie hat vor über 10 Jahren erkannt, dass es sinnvoll ist, Fahrzeuge ans Internet anzubinden und hat zunächst mal alles digitalisiert, was sich anbot. Das führte dann zu Facebook im Auto und anderen Dingen. Vieles davon ist nicht 100%ig sinnvoll. Aber nichtsdestotrotz haben diese Projekte, diese Initiativen, diese Experimente dazu geführt, dass die Hersteller heute das Augenmerk auf Services legen, die einen wirklichen Mehrwert bieten für den Fahrer und die Passagiere. VW gehört zu denen, die Sie beraten. Was wird denn da so gedacht und gemacht derzeit? Ja, das stimmt. Also wir haben im letzten Jahr sogar ein Gemeinschaftsunternehmen mit Audi gegründet, die ja zum VW-Konzern gehören.
Und da dreht sich natürlich alles um diesen Megatrend. Die Hersteller entwickeln sich weiter zu Mobilitätsservice-Anbietern. Und dafür gibt es zwei ganz wichtige Voraussetzungen. Das eine ist, der Antrieb muss elektrisch werden. Und das andere ist eben, wir brauchen das autonome Fahren. Und beides sind Dinge, die ohne Digitalisierung und Internetanbindung schlicht undenkbar sind. Sie können sich vorstellen, das elektrische Fahrzeug muss in der Lage sein, die Ladestation autonom zu buchen und den Bezahlvorgang selbst abzuwickeln. Und beim autonomen Fahren ist es ganz wesentlich, dass die Fahrzeuge sich untereinander verständigen können, Informationen austauschen und so gewissermaßen Schwarmintelligenz nutzen. Und übersetzt auf andere Branchen heißt das? Das heißt, dass Digitalisierung niemals nur ein IT-Programm ist, sondern immer eine neue Denke erfordert. Und ich glaube, die wichtigste Idee in dieser neuen Denke ist, digitalisiert nicht das, was ihr könnt, sondern das, was der Endkunde braucht. Uwe Tüben, vielen Dank für Ihren Blick aufs Business. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Business Debate. Bis dahin.